Heute bei Papalapap. Wir haben uns diesmal einen Gast eingeladen, mit dem wir über die Zukunft von React sprechen. Jetzt, wo Create React App Geschichte ist, was sind da Alternativen und machen wir nur noch serverseitiges Rendering oder haben auch Single-Page-Applications noch eine Zukunft? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Ja, hallo zusammen. Es ist eine Papalapap-Folge, aber eine Papalapap-Folge in einem wahnsinnig ungewohnten Setting und man merkt es daran, dass ich einfach wild drauf los in die Folge stolpere. Das ist fantastisch. Wie ihr gesehen habt, sind wir nicht nur zu zweit. Nicht nur der Stefan ist da und naja, ist halt so wie immer da. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, hallo Stefan. Wir haben aus Hamburg ihr kennt den sicherlich viel besser, als ihr uns kennt, den Nils haben wir für eine Folge gewinnen können. Und was wir mit dem Nils gleich ausbaldowern werden, das besprechen wir gleich. Aber erstmal, hallo Nils, danke, dass du da bist. Ja, moin aus Hamburg und danke, dass ich da sein kann, dass ihr mich eingeladen habt quasi und dass wir hier so schön zusammengekommen sind. Ja, also ich kenne dich ja schon eine ganze, du bist ja so ein Konferenzmensch, also ich habe dich auf diversen Konferenzen gesehen und vor allem kenne ich dich, jetzt kommt dieser Moment, den musst du jetzt vernünftig irgendwie ins Bild halten. Ich kenne dich, ich mache das jetzt mal hier groß, ich kenne dich von diesem Buch, ich glaube, das war das allererste React-Buch auf Deutsch, schon? Stimmt das? Ja, das weiß ich nicht ganz genau, aber es war jedenfalls relativ früh und es ist vor allen Dingen, wenn es das Grüne ist, ist es die erste Auflage. Es gibt ja mittlerweile 3 Jahren oder so auch schon eine zweite Auflage. Vielleicht, Nils, wenn du magst, stell dich doch mal kurz vor. Also ich gehe davon aus, dass unsere Zuseher dich alle samt und sonders kennen. Aber ja, vielleicht möchtest du 2, 3 Worte zu dir loswerden. Oder möchtest Werbung für das nächste Projekt oder das nächste React-Buch machen? Ja, genau, gerne. Ich bin seit 2019 bin ich selbstständiger Softwareentwickler. Davor war ich Jahrzehnte, kann ich schon fast sagen. Nee, kann ich sagen. Jahrzehnte als angestellter Softwareentwickler unterwegs. Und habe mich in den ganzen Jahren eigentlich ursprünglich sozusagen eher mit Java, mit der Backend-Entwicklung beschäftigt. Und bin, glaube ich, 2014 so langsam auch ein bisschen in die Frontend-Ecke abgerutscht. Ich kann mich erinnern, dass ich das mal mit Angular, als es rauskam, AngularJS ja damals noch, fand ich ganz toll und habe mir das mal so angeguckt. Und dann bin ich immer mehr so in Richtung Frontend gegangen und dann in Richtung React natürlich. Und jetzt würde ich sagen, bin ich eigentlich Full-Stack-Entwickler, aber vielleicht Full-Stack nicht im Sinne von dem, wie das heute manchmal interpretiert wird, das Wort. Genau, und abgesehen davon habe ich diese 2 Bücher über React geschrieben oder das eine mit den 2 Auflagen. Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung. React läuft jetzt auch seit jetzt auch schon ein bisschen länger auf dem Server. Und wenn man sich so die Codebeispiele anguckt, wenn ich im JXX-Code ein SQL-Query sehe, ich musste immer noch mich so ein bisschen schütteln. Ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Das habe ich zum Glück noch nicht gesehen. So. Oder? Obwohl. Es gab ja neulich dieses eine Ding, wo jemand von der Next.js-Konferenz da so ein Foto gemacht hat, ne, wo wiederum jemand auf dem Screen, auf der Leinwand so ein Codebeispiel gezeigt hatte, wo tatsächlich jemand direkt aus der JSX-Komponente so Datenbankzugriff gemacht hat. Und ich habe dann tatsächlich danach mal auch nach JSP-Beispielen aus den 90er Jahren gesucht. Und es sieht sehr, sehr ähnlich aus. Und da kann man sich jetzt natürlich auch gut lustig drüber machen, was ja auch einige machen, vielleicht auch zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Aber ich glaube, vielleicht können wir das auch noch genau besprechen, aber ich glaube schon, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen JSP und JSX. Das ist schon konzeptionell was anderes. Dieses Beispiel, was es da gab, vielleicht können wir da ja den Link dann zu dem entsprechenden Foto da auch nochmal dann nachher runterpacken.
das war natürlich sehr, sehr pointiert, weil das war im Prinzip eine mini kleine React-Komponente, die sah aus wie eine normale React-Komponente mit bisschen JSX-Code. Und ich glaube, beim On-Click-Händler von Button ist dann eine Funktion aufgerufen worden und in der wurde irgendwie ein Insert into, was weiß ich, irgendein Counter gemacht oder sowas. Und das hat natürlich für viel Hallo gesagt, inklusive, dass jemand einen Mime-Generator da gebaut hat und da konnte man dann seinen eigenen lustiges Zeugs in diese React-Komponente da einbauen. Sowas wie Use.jsp oder Use.psp zum Beispiel. Genau. Use.jsp. Das ist sehr nice. Ja, das ist cool. Ja, wir haben vor der Folge diverse Themenwolken aufgemacht. Boah, wie kommen wir jetzt in diese Themenwolke rein? Vielleicht frage ich einmal mal ganz provokant, React auf dem Server, das muss doch eigentlich noch nicht sein, oder? Ist das eine gute Idee? Also ehrlich gesagt, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust und ich glaube, dass diese, sagen wir mal, diese neue Strategie oder diese neue Ausrichtung oder wie auch immer man das nennen möchte, dass die schon einen validen Hintergrund hat, dass es sicherlich Anwendungsfälle gibt, wofür das Sinn macht. Ob das jetzt alles schon so stabil ist und so schön ist, wie man sich das vorstellt, ist nochmal was anderes. Aber so grundsätzlich, dass man sagt, es gibt im Prinzip Anwendungen, die davon profitieren können, wenn mehr Dinge auf dem Server passieren und weniger Dinge in JavaScript auf dem Client passieren. Das, glaube ich, kann schon sein. Was ich ein bisschen schwierig daran finde, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass das sozusagen so auch aus dem React-Universum, sag ich mal, aus dem React-Team, aus dem Ökosystem, so ein bisschen als alternativlos gerade dargestellt wird. Ich habe vorhin mir auch noch mal so ein paar Zitate von denen angeguckt. Das wird schon sehr massiv vermarktet. Und also jetzt gerade auch, muss ich sagen, ich glaube, dass es immer noch Anwendungen gibt, die man auch sehr gut als Single-Page-Anwendungen bauen kann, ohne dass man sich dafür schämen müsste. Und gerade natürlich, das ist jetzt die zweite Sache bei mir, hatte ich eben schon gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem Java-Bereich. Ich habe viele Kunden auch, die Java im Backend verwenden und die auch nicht jetzt unbedingt vorhaben, da JavaScript im Backend zu verwenden. Und das ist natürlich schon eine gewisse Art und Weise, wie, so habe ich das jedenfalls empfunden, als das vorgestellt worden ist, dass man da auch so ein bisschen einem auf den Schlips getreten wird im Prinzip, ne? Weil eigentlich viele Dinge und auch gerade zum Beispiel dieses SQL, was wir jetzt besprochen haben, aus der React-Komponente direkt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber das geht natürlich auch dann nur, wenn ich dann entsprechenden Server auf dem Server habe, also eine entsprechende Anwendung auf dem Server. Und wenn ich jetzt vielleicht gar kein JavaScript auf dem Server haben will oder kann oder warum auch immer, dann habe ich da ein Stück weit weniger was von diesen Features, als wenn ich sage, ich gehe all in und mache React dann auf dem Server. Für mich hat tatsächlich auch ein Punkt der Entwickler Komplexität. Ne? Also es gibt Anwendungen, da brauche ich das. Ne? Da brauche ich auch, ich sag mal, Server-Side-Rendering und also beispielsweise bin ich gerade in einem Projekt im E-Commerce-Umfeld unterwegs. Da macht das total Sinn, allein für den Google-Bot, dass das indizierbar ist. Genau. Ja, und da fühlt sich das richtig an. Ich hatte aber ganz viele Projekte auch schon, wo ich sage, ja, so komplex muss es nicht sein. Und da interessanterweise habe ich heute bei uns im Unternehmens-Slack noch eine Diskussion verfolgt, wo eher Kollegen auch aus dem Backend argumentiert haben, man braucht ja eigentlich nicht eine so komplexe SPA. Es reicht ja eigentlich eine Server-Anwendung, ne, also klassische JSP-Anwendung. Für jemanden, der sich aber im Frontend sehr zu Hause fühlt, und das tue ich, ist eigentlich eine SPA jetzt nicht riesig komplex. Also fühlt sich für mich nicht so komplex an. Eine SPA mit SSR hingegen, also ich bin jetzt schon ein Jahr in dem Projekt und ich habe immer noch Momente, wo ich dann zwischendurch überlegen muss, Moment, wo bin ich jetzt? Also die Grenzen verschwimmen so und das, finde ich, macht es für mich schwierig, dass ich immer erstmal überlegen muss, ist dieser Code, den ich jetzt gerade schreibe, läuft der jetzt auf dem Server, läuft er auf dem Client? Kann ich das überhaupt sagen? Denn meistens läuft er ja auf beidem irgendwie. Und Genau. das ist für mich was eine unheimliche neue Komplexität reinbringt. Also, wie ist Das finde ich auch. Also
Ich kenne das auch. Es gibt ja auch in Java solche Technologie, die, wie gesagt, ich finde, man kann das nicht 1:1 vergleichen. Eine Java Fullstack-Anwendung in Anführungsstrichen ist was anderes als eine React Fullstack-Anwendung. Trotz allem gab es da auch Bestrebungen oder gibt es auch immer noch Bestrebungen, dass man sozusagen diese Grenzen so ein bisschen vermischt und die Anwendung, egal im Backend, im Frontend, aus einem Guss sozusagen baut. Und genau das, was du beschreibst, man weiß irgendwann gar nicht mehr, wo bin ich hier eigentlich? Das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich finde, wäre auch nochmal so ein weiterer Kritikpunkt auch an dem React-Team und der Kommunikation, dass das mag technisch so sein, dass der Code so aussieht, als ob der aus einem Guss kommt. Und das ist ja auch in React so, kann man, glaube ich, sagen. Ob ich jetzt eine Server-Komponente schreibe oder eine Client-Komponente, in vielen Teilen sieht das ja komplett identisch aus. Trotz allem ist aber die mentale Wandlung oder wie auch immer man es bezeichnen soll, also das ist das ist einfach viel mehr komplex, das ist viel schwieriger zu verstehen, als eine wirklich sauber getrennte, ich habe hier mein Frontend und da habe ich mein Backend. Also natürlich hat auch dieser Single-Page-Ansatz natürlich auch seine Schwächen, das ist ganz klar, aber eben der Full-Stack-Ansatz, der ist eben aus meiner Sicht auch nicht frei von Schwächen und aus meiner Sicht finde ich, dass gerade, wenn man so die Diskussion auf Twitter, auf YouTube, auf ich weiß nicht wo verfolgt, wird mir diese Komplexität und auch diese Schattenseiten vielleicht auch so ein bisschen arg aktiv ausgeblendet manchmal. Also manchmal würde ich mir ein bisschen eine kritischere Diskussion wünschen oder überhaupt eine Diskussion, wo man mal sagt, das gewinnt man und das verliert man vielleicht auch. Und dann kann man sich ja immer noch dafür entscheiden, sozusagen für welchen Weg ich jetzt einschlagen möchte. Ne? Ich habe meine Punkte wieder. Ich habe sie gefunden. Sie lagen auf dem Boden. Perfekt. Zwei konträre Ansätze. Also zum einen habe ich eine ganze Zeit lang beobachtet, dass SPA als Pattern oder von mir aus als Architekturstil, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau bezeichnet, ein bisschen in Verruf geraten ist. Das ist overengineerter Client. Jetzt dreht sich zumindest so ein bisschen so die Meinung in der Entwicklerlandschaft so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Aus meiner Sicht auch jetzt nicht. Ich halte es immer noch auch für wie ihr das gerade auch schon beschrieben habt, auch für ein valides Pattern. Auf der anderen Seite finde ich zumindest konzeptionell React Server Components total super, weil es für mich zum ersten Mal jetzt aus Sicht einer Template-Sprache der Fall ist, dass ich jetzt auf dem Server direkt schon diese React-Sprache spreche. Also ich kannte es früher, Nils, wir haben im Vorfeld schon gesagt, du bist auch ein Java-Mensch. Thymeleaf sagt dir wahrscheinlich auch noch was, Spring Thymeleaf. Und damit kann man zwar Markup produzieren, das funktioniert aus meiner Sicht für viele Fälle auch ganz gut, aber die Ausdrucksstärke und also diese Komponentendenke von React oder von JSX, das ist ja noch nicht mehr React, wird da aus meiner Sicht jetzt nicht erreicht. Das wären so meine konträren Aspekte, die ich auch nicht so richtig übereinander kriege. Also ich finde auch, dass was du gesagt hast, dass man eben jetzt sozusagen mit JSX auch Komponenten auf dem Server beschreiben kann. Das finde ich auch gut. Also ich finde, wie gesagt, ich sehe auch, dass es da valide Anwendungsfälle gibt. Und ich finde auch ein ganz großer Unterschied, wenn man das mal mit so anderen Full-Stack-Frameworks vergleicht, die jetzt mit Java zum Beispiel, die es da gibt, ist wirklich, dass ich im Prinzip in einem Ökosystem zu Hause bin. Ne? Ich habe React im Backend, ich habe React im Frontend. Da wird auch in dem Sinne jetzt nichts hin und her übersetzt. Wenn ich meine Anwendung in Java schreibe, dann muss da irgendeine Form von JavaScript-Code draus generiert werden oder irgendwas muss da mit JavaScript interagieren. Das heißt, da habe ich eine ganz andere Ebene im Prinzip, auf der ich da arbeite. Ne? Von daher finde ich, kann man diese beiden Ansätze nicht so 100%ig vergleichen. Deswegen finde ich auch die sozusagen manchmal das so ein bisschen hämisch vorgetragene, ja, jetzt kommt ihr auch wieder auf den Pfad der Tugenden, nämlich auf das serverseitige Rendern zurück und so. Das halte ich auch für überzogen, weil es eben im Detail dann doch was anderes ist. Ja, genau, Punkt. Wir haben jetzt vorhin gesagt, React, da passiert ja nicht mehr so viel. Ne? Also letztes Release ist 1,5 Jahre dann zurück, bald, kann man sagen. Trotzdem passiert ja dann doch im Hintergrund viel. Ne? Also die Server-Components, man mag sich jetzt drüber streiten, ob sie stable sind oder nicht.
Ja. Aber die sind ja schon was das React-Team rausgebracht hat. Und gefühlt ist es so, in meiner Filterblase findet fast nur noch Next.js statt. Obwohl es da ja zumindest mit Remix auch noch einen anderen Player auf dem Markt gibt. Ist das so eine Filterblasengeschichte oder ist das bei dir ganz anders, Nils? Also Ich würde das unterschreiben so. Ich bin mir selber aber bei mir auch nicht sicher, ob das nicht Filterblase ist. Ich glaube sogar den einzigen, den ich momentan kenne, der so eins von den beiden Frameworks verwendet, der benutzt sogar Remix. Also von daher kann der Reality-Check sozusagen bei mir hält diese Bauchwahrnehmung sozusagen nicht stand. Aber ich glaube schon, dass auch durch vielleicht auch durch diese gefühlt enge Verquickung zwischen dem React-Team und dem Next-Versal-Team da, dass da also sozusagen, dass mehr Next gemacht wird als Remix, würde ich denken. Also auch das Team ist ja viel, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Leute da bei Next arbeiten, aber auf jeden Fall mehr als die 2, 3, 4, die da bei Remix rumspringen. Ich glaube, das sind schon ganz andere Größenordnungen. Obwohl, ich weiß nicht, Remix wurde ja auch gekauft von Shopify, meine ich. Genau. Und ich glaube, die stecken auch jetzt vergleichsweise viel Geld rein. Also das ist jetzt... Das glaube ich auch, aber ich glaube, dass ich kann es ehrlich gesagt nicht beweisen, aber ich meine, dass die immer noch, die haben dieses Kernteam aus diesen beiden, die das ursprünglich gebaut haben, und es sind noch 2, 3 andere dazu, meine ich. Auf jeden Fall ist wo ich mir sicher bin, dass bei Next insgesamt, dass da mehr noch, sozusagen noch mehr Power hintersteckt. Wobei man ja auch sagen muss, dass Next auch noch versucht, noch ein bisschen andere Sachen auch noch abzudecken, die Remix jetzt nicht unbedingt abdeckt. Von daher kann man das jetzt auch nicht so 1:1 vergleichen. Bevor wir sind kurz davor, uns diese beiden Artikel vielleicht mal anzuschauen oder zumindest mal reinzuglimpsen. Aber vielleicht noch, wenn wir nochmal zum Thema Filterblase, wenn wir dabei bleiben. Also ich glaube, bei mir ist das auch ähnlich. Also Next.js haben, ich hätte jetzt gesagt, 10, 20 Leute in meinem Umfeld und auch jetzt in meinem direkten Arbeitsumfeld. Wir verwenden Next.js. Remix nur versprengt. Wie ist das, wenn du jetzt, das kann man jetzt schwer sagen, aber vielleicht, wenn du jetzt mit einem neuen Projekt anfängst, wäre Next.js für dich eine Alternative? Bist du noch ein Create-React-App-Mensch? Bist du ein Vite-Mensch? Wie sagt man Vite? Vite würde ich sagen. Also ich sage Vite immer jedenfalls. Okay, na gut. Also tatsächlich, wie gesagt, die allermeisten Kunden, die ich habe, benutzen Java im Backend und für die stellt sich die Frage nach Next.js nicht. Das ist, oder auch nicht nach Remix, nach Fullstack stellt sich das nicht. Die bauen Inhouse-Anwendungen, wo ich in der Regel sagen, also würde ich fast pauschal sagen, da braucht man das nicht. Gibt es da auch immer Ausnahmen und so. Ich habe jetzt die letzten Projekte, die ich da so mitbegleitet habe, da haben wir dann meistens dann jetzt neue Sachen mit Vite gemacht. Ich kenne aber auch noch alte Create-React-Anwendungen. Und das war zum Beispiel eine Sache, weil du es jetzt angesprochen hast, die ich auch extremst unglücklich fand, dass sozusagen mit diesem Announcement, dass man doch jetzt Next benutzen soll, sämtliche Verweise auf Create-React-App zum Beispiel auch aus der Dokumentation entfernt wurden. Und selbst nach dem kleinen Verweis auf Vite, den es irgendwo, glaube ich, gibt, muss man sehr lange suchen. Und das fand ich wirklich, also vor dem Hintergrund, dass ich eben viele Kunden habe und ich bin ja nicht der Einzige, das haben ja andere auch, die eben kein Fullstack im machen wollen und die kein JavaScript im Backend machen wollen. Für die fand ich das auch ein bisschen sehr unglücklich, um es mal vorsichtig zu sagen. Und selbst wenn ich bereit wäre, auf Next.js umzustellen oder meinetwegen auch auf Remix, es gibt überhaupt keinen Migrationspfad. Also ich habe vielleicht eine riesen Anwendung gebaut, die würde vielleicht davon auch profitieren, aber ich sehe gar nicht, wie ich die jetzt von A nach B bringen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hatte Dan Abramov mal, das ist schon ein paar Wochen her, irgendwann auf Twitter auch mal so Nolens mal so zugegeben, ja, nee, Migrationspfad stimmt, nee, den gibt es nicht. Aber ihr könnt es ja trotzdem gerne machen. Aber ja, wie gesagt, das muss sich dann ja auch erstmal lohnen, ne? Dass man sagt, ich habe hier eine bestehende Anwendung und die würde schon grundsätzlich von diesem Ansatz profitieren, aber ich muss die jetzt eben in großen Teilen vielleicht neu schreiben oder zumindest in sehr kritischen Teilen, ne? Gerade das Routing und so, das ist ja nicht so ohne, wenn das nicht geht.
Ja gut, letztendlich, da könnte man natürlich argumentieren, dadurch, dass Remix eigentlich ein glorifizierter React-Router ist, das heißt, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, ist der Upgrade-Pfad zu Remix dann vielleicht kürzer. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich meine, ich habe auch neulich gelesen, dass die, hoffentlich bringe ich das jetzt nicht durcheinander, aber ich meine, ich habe neulich gelesen, dass die in Remix 3 auch irgendwas Richtung Migrationspfad machen wollen, dass man, wenn man einigermaßen aktuelle React-Router-Version hat, dass man dann da relativ schnell drauf gehen kann. Und da hast du auch recht, ne? Die APIs, die sehen zwischen, ich sag mal, Remix und dem Router, das ist fast identisch. Ne? Ja, du hast auch da würde ich auch sagen. Ja, diese Routenloader, die sind so ein bisschen ungewöhnlich. Genau, die kannst du jetzt schon verwenden, Ja. genau, aber du könntest sie jetzt schon verwenden, du könntest also deine Anwendung auch, es geht ja auch nicht darum unbedingt, dass man sagt, ich habe jetzt überhaupt keinen Migrationsaufwand oder sowas, aber ich will ja nach Möglichkeit sozusagen so eine Schritt-für-Schritt-Migration machen. Ne? Und das könnte ich mir bei Remix tatsächlich besser vorstellen, als Stand jetzt mit Next. Stefan, kennst du das? Hier diesen Routenloader von Remix? Nee, ich habe mich mit Remix tatsächlich noch gar nicht beschäftigt. Also das ist von ich glaube, React Router 5, das war zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es ausprobiert habe, relativ eine aktuelle React Router Version. Und da kannst du definierst da programmatisch die Routen und dann kannst du sagen, wenn diese Route getroffen wird, lade mir diese Daten mit. Gar nicht mehr richtig als Teil der Komponente, sondern als Teil der Route. Genau. Und du kriegst die Daten dann in die Komponente als Props reingereicht. Das ist ein ganz pfiffiges Konzept, nur auch etwas anders als dein Fetch oder du magst Use SWA ganz gerne, Stefan, oder? In der Komponente. Nein, tue ich nicht, nein. Ja, deswegen hatte ich auch gleich mit Vercel schon mal einen schlechten Start, weil ich habe irgendwann mal ein Projekt mit Use SWA gemacht, bin damit gar nicht warm geworden. Ich bin ja eher so ein, man darf es heute nicht mehr sagen, aber ich mag ja Redux sehr gerne und Ladedaten. Aber gut, das ist, glaube ich, das wäre wahrscheinlich noch mal was für eine ganz andere Folge. Ich weiß nicht, wir können auch in die Redux-Richtung abbiegen. Ich habe länger keinen Redux mehr gemacht, muss ich zugeben. Ich habe ein bisschen Zustand gemacht. Aber ich tatsächlich auch nicht, aber ich habe mir das hin und wieder mal gewünscht. Warum? Weil du alt bist. Weil ich alt bin. Nein, weil ich in einem Projekt war und wir mit einem Store und auch mit den Side-Effects eine ganz gute Frontend-Architektur hatten, wo ich als Entwickler immer klar wusste, wenn ich das und das machen will, das kommt dahin. Und das ist was mir im Frontend oft abgeht. Also, dass dann Stimmt. in den Komponenten Applikationslogik, Workflow ist. Und das finde ich halt schwierig. Und das ist sowas, ich mache das ja schon so ein bisschen länger und dann fühle ich mich so an Visual Basic früher zurückversetzt, weil da war es genauso schlimm. Und also eigentlich der Rant ist wahrscheinlich falsch, weil man kann vermutlich auch mit SWR super Architekturen bauen, aber das war in dem Projekt leider nicht der Fall. Ich finde aber tatsächlich, dass dieses, ich nenne es jetzt mal SWR, weil ich sage das immer auf Deutsch. Ich habe damit auch nur ganz kurz was gemacht, aber ich finde, das ist auch schon so ein bisschen so ein opinionated Ding, was ja letzten Endes auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern ganz stark ja auch für Next.js gilt, ne, aus meiner Sicht. Also man merkt, finde ich schon, dass das Vercel halt auch eine Meinung zu bestimmten Themen hat und dass dann sich das auch in ihren Bibliotheken und so niederschlägt, ne, oder ausdrückt. Findet ihr das jetzt besser oder schlechter als React Query? Ich finde React Query besser. Ich könnte jetzt gar nicht mehr so ganz genau sagen, warum, aber ich glaube, dieses automatische Nachladen von Daten und so, was SWR da macht, das war mir nicht, ich habe das, glaube ich, im Detail nicht so genau verstanden, wann da was passierte. Und dann habe ich mir React Query angeguckt und habe jetzt auch seitdem keinen Grund mehr gesehen, da nochmal mir das andere anzugucken. Ja, ich glaube, bei React Query hast du ja auch irgendwie diese Cache-Keys, mit denen man, glaube da kannst du auch ganz viel Schmuck machen. Was heißt Schmuck? Also das ist ja
der Kern ist ja, soweit wie ich das verstanden habe, eigentlich eine glorifizierte Cache-Bibliothek und wenn du alles basiert auf diesen Cache-Keys. Und Genau. Und das kannst du theoretisch auch manuell verändern, ne? Wenn du genau. nach einer Mutation zum Beispiel oder so. Genau, das ist, glaube ich, schon relativ mächtig. Und das geht auch sozusagen von der Mächtigkeit, würde ich sagen, auch in die Richtung, es gibt ja für dieses Redux Toolkit, weil wir da schon mal waren, gibt es ja auch so eine Query-Bibliothek, Query-API mittlerweile, Redux Toolkit Query. Mittlerweile ist gut, gibt es glaube ich auch schon seit 2 Jahren oder so. Und die funktioniert auch ein bisschen so ähnlich. Da gibt es auch so Cache-Keys und je nachdem, was man in der Anwendung gemacht hat, kann man sagen, so, der Cache-Key ist jetzt ungültig oder ich habe hier neue Daten für diesen Cache-Key und so. Das ist schon ganz, ganz mächtig. Ja, also von daher finde ich übrigens auch von daher finde ich übrigens auch, dass sozusagen die Entwicklung, die clientseitige Single-Page-Anwendungsentwicklung auch nicht stagniert, mal abgesehen, wie gesagt, so von den React-Core-APIs, aber die stagniert nicht. Und es gibt echt großartige Bibliotheken, finde ich mittlerweile für den Client. Und auch da würde ich wieder so ein kleines bisschen dieses Statement von den React-Leuten kritisieren, nach dem Motto, das ist alles wahnsinnig schwierig und kompliziert, mit Daten auf dem Client zu arbeiten. Ich finde, dass diese Bibliotheken einem das ganz gut auch abnehmen können, die modernen Bibliotheken. Ja, genau, Punkt. Ja, würde ich unterschreiben. 3 Stühle, eine Meinung. Langweilig. Langweilig. Ja, vielleicht, ich habe mit dem Holger in der Vorbesprechung gemerkt, dass wir zumindest zu manch aktuellem Artikel doch recht unterschiedliche Meinungen hatten. Ich erinnere mich da an einen Artikel von Kenzie Dotz, der geschrieben hat, warum ich kein Next.js nutzen werde. Stefan, du bist der Meister der Überleitung. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist perfekt, ja. Zufällig dran erinnert gerade. Ja. Und ich kenne Kenzie Dotz natürlich eher aus dem Bereich Testing Library tatsächlich. Weil ich eben nicht mich mit Remix beschäftigt hatte, war mir das vorher gar nicht klar, dass der in dem Umfeld ganz viel macht und sein Artikel dementsprechend mit einem Grain of Salt zu genießen ist. Aber es gab schon so ein paar, weil ich sagen muss, dass er das transparent das hat er gemacht. Also das kann man im Gegensatz zu einigen anderen Verlautbarungen, kann man da zumindest ist keine Kritik, finde ich. Das ist nicht Kritik, finde ich. Ja, genau. Ich fand den irgendwie, der war ja schon harte Kritik, aber er war irgendwie noch ganz nett geschrieben und hat auch irgendwie eine nette Antwort bekommen. Ja. Also das mag hinter den Kulissen zwar gekracht haben, das weiß ich nicht, weil da wohl auch 2 so halb befreundet sind, aber zumindest fand ich das eigentlich so eine angenehme Diskussion, wie man sie im Internet ja nicht immer findet. Das stimmt, die Antworten, ne, die waren beide sehr, also fast schon unterwürfig. Ne? Ich finde Next nicht so toll, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht doch befreundet sein können und so. Was ja im Prinzip klar sein sollte, ne? Aber das stimmt. Ja, was mich da gestört hat, ist, das ist natürlich jetzt wieder Meta-Ebene galore, die Überschrift. Man muss das ja so machen, sonst findet man ja kein Gehör. Aber dieses absolute, nee, ich Kenzie Dotz, ich stellvertretend für alles, was ich gemacht habe, verwende ich jetzt kein Next.js in Klammern und ich rate euch dazu, es auch nicht zu tun. Die Nachricht, die nur damit transportiert wird, finde ich, weiß ich nicht, die ist mir zu negativ. Also Kenzie Dotz war sonst eigentlich eher so mit der Testing Library, hat er gesagt, Enzyme finde ich vielleicht blöd, aber er hat eher so den Nutzen nach vorn gestellt mit der Überschrift. Und da geht er aus meiner Sicht eher so in die entgegengesetzte Richtung. Zumindest kam es von mir so an. Findest du, dass das, also löst das nur die Überschrift in dir aus oder findest du, dass das auch der Artikel ist? Also der Artikel etwas weniger. Also da ist es, der hat vielleicht ein paar Punkte. Ich teile da auch nicht alle Sachen. Der Artikel selber ist in Teilen auch ein bisschen reißerisch, in Teilen aber eben auch nicht. Ja, Punkt. Also das. Ich glaube, es gibt einige in dem Artikel auch so ein paar, glaube ich, auch so ein paar Ungenauigkeiten, was die Fakten angeht, meine ich. Oder ich glaube, er bezieht sich teilweise auf ältere Next.js-Versionen, ohne das zu sagen.
Jedenfalls geht das aus der Antwort ja so ein bisschen hervor. Mhm. Aber du hast recht, also dieses, warum ich dieses oder jenes benutze, das finde ich, das sind so Fragen und das stört mich eben an dieser ganzen Full-Stack-Diskussion insgesamt so. Das kann ich ohne Kontext ja eigentlich gar nicht sagen. Denn es kommt ja total darauf an, was ich eigentlich bauen will und in welchem Setup ich das bauen will und so weiter und so fort. Dann kann ich sagen, ich benutze hier jetzt kein Next.js oder ich benutze keinen Remix oder ich benutze vielleicht gar keinen React oder so. Aber so kontextlos finde ich das halt auch schwierig. So finde ich genauso schwierig wie das, was das React-Team sagt, ihr baut jetzt Full-Stack-Anwendungen, Single-Page-Anwendungen taugen nichts. Das finde ich genauso kontextlos falsch. Ja, genau. Aber ansonsten den Artikel, da sind ein paar Punkte drin. Ich finde ihn tatsächlich auch, ehrlich gesagt, für die Punkte, die drin stehen, relativ lang. Also es ist schon viel, auch ein bisschen, ja, viele Worte um nicht ganz so viel Inhalt, finde ich. Also als ich die Überschrift das erste Mal gesehen habe, hatte ich mir eigentlich dann doch noch ein bisschen mehr erhofft vielleicht. Ja gut, ich meine, das ist ja, der Kenzie Dotz, der ist ja, nennen wir es mal wortgewandt. Also das Schreiben kann er. Genau. Ne? Man ist ja ein guter, oder? Muss man jetzt nicht. Hier haben wir den Artikel, das ist da halt, why I won't use Next.js, ist mir viel zu dick aufgetragen. Und bei mir kommt halt direkt dieses rüber, das Product Placement, also das ist diese Remix-Werbung. Ist völlig valide aus seiner Sicht, das zu tun. Er wird von dem bezahlt, also tut er das. Aber trotzdem. Ich glaube, er wird nicht mehr von denen bezahlt, ne? Aber trotzdem, okay. Also der war dann angestellt, glaube ich, das ist er definitiv nicht mehr. Aber die Bande da sind wahrscheinlich relativ eng noch, ne? Und aber dieses Product Placement, ich finde, das kann man tatsächlich beiden Seiten so ein bisschen vorwerfen. Ja. Und ich finde, das habe ich neulich mal so überlegt, ich habe neulich mal einen uralte Konferenz, ich glaube ein Video oder sowas gesehen. Und so vor 10 oder 15 Jahren, da war das so auf Konferenzen, wenn da jemand was vorgestellt hat oder was gesprochen hat, man wurde gesiezt, man hat eventuell sogar einen Anzug getragen und da war eine totale Distanz zwischen dem Experten oder wer auch immer und dem Publikum sozusagen. Ne? Und da war völlig klar, okay, das ist jetzt hier Hans Müller von Microsoft, der erzählt uns, wie toll das neue Word ist und wir wissen, wir brauchen davon nur 50% Glauben, weil der Rest ist sozusagen Marketing. Ne? Und ich finde heute, das ist ja eigentlich total cool, dass man sozusagen auf diesen diversen Medien miteinander kommunizieren kann und dass es auch vielleicht diese Gräben sozusagen nicht mehr gibt. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch sozusagen so bestimmte Interessen, die Leute haben. Ne? Und ohne, dass man denen das jetzt vorwerfen braucht oder ohne, dass das irgendwie eine Verschwörungstheorie sein soll oder sowas, finde ich aber, dass man natürlich, wenn jetzt irgendjemand aus dem Next-Team so einen Artikel schreibt, warum würde ich Next benutzen, hat er natürlich einen Einschlag. Ne? Das ist ja völlig klar. Und ich finde aber dadurch, dass man sozusagen so scheinbar so ein bisschen auf Augenhöhe diskutiert, wenn man so auf Twitter diskutiert oder irgendwo, kann das mal so ein bisschen verwischen, ne? Dass man dann irgendwie denkt, man spricht so von Entwickler zu Entwickler, aber natürlich hat jeder so seine Agenda. Ich habe ja auch meine Agenda, wenn ich mit Leuten spreche, so ist es ja nicht. Ne? Wie gesagt, ich will das niemand vorwerfen. Aber diese ganz klare sozusagen, so ein bisschen so eine klarere Kennzeichnung wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Ne? Es gab ja Anfang des Jahres, habt ihr sicherlich mitbekommen, ist ja der eine Kollege da aus dem React-Team zu Vercel gewechselt und hatte irgendwie, glaube ich, 2 Tage vorher auf Twitter irgendwie geschrieben, das wusste da keiner, dass er jetzt immer empfehlen würde, Next.js für neue React-Projekte zu benutzen. Ne? Ist das so? Wenn man dann 2 Tage später irgendwie seinen Wechsel da bekannt gibt. A few moments later. Ich sag mal, in der Politik würde man sagen, das hätte ein Geschmäckle gehabt. Ja, das hat auch so ein Geschmäckle. Das ist eben, genau, und ich finde, da muss man, finde ich, in dieser ganzen Kommunikation ein bisschen so drauf achten, auch wer sagt vielleicht was und was hat man da vielleicht für Interessen. Wie gesagt, ohne dass ich das irgendwie Leuten vorwerfe, dass sie Interessen haben sollen, das soll auch keine Verschwörungstheorie oder irgendwas sein. Es ist ja einfach so, natürlich ist man dann auf irgendeine Art voreingenommen. Das wäre ja auch komisch, wenn ich für Vercel arbeiten würde und mein eigenes Produkt doof finden würde oder sowas. Ne? Dann würde ich da ja wahrscheinlich nicht arbeiten. Aber von daher finde ich, also um das abzuschließen, von daher finde ich eben auch, also hast du recht mit dem Product Placement, aber finde ich jetzt an der Stelle nicht so dramatisch, weil das ist ja ein Artikel über diese beiden Frameworks.
Ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, du hast ja dieses ganz blöde Sender-Empfänger-Ding. Bei mir kam es ein bisschen blöd an. Genau. Ich sehe hier noch diese Diskrepanz. Whatever you use is probably fine. Sehe ich genauso. Also nicht, dass es mich interessiert, ob ich das genauso sehe, aber das Remix ist cool, Next.js ist cool und was auch immer dann noch, ja, aber das passt dann nicht zu dem Rest, der dann noch da drauf gebaut wird. Das, ja. Aber also bei mir hat der Artikel schon so ein bisschen resoniert und ich habe mal überlegt, warum. Das waren gar nicht mal so die Fakten, die er genannt hat, sondern so dieses Bauchgefühl, was sich bei mir entwickelt hat, das gefühlt React auf einmal komplett in Hand von Vercel ist. So fühlt sich das für mich gerade an. Und das ist halt anders, weil vorher war es halt bei Meta und für Meta war es halt so ein Beiprodukt, ne? Also, das Geschäftsmodell war nicht: „Wir machen React und, verdienen damit unser Geld.“ Bei Vercel ist das anders. Und jetzt könnte man denken, dass das ja eigentlich besser ist, wenn da 'ne Firma hintersteht, die damit ihr Geld macht. Aber es fühlt sich für mich gerade nicht besser an, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe mal ein Beispiel. Also, wir sind halt in einem Projekt, was sehr früh auf Next gegangen ist. Und, das heißt, da ist so viel Musik drin. Wir sind jetzt noch, in den deprecated, APIs von Version 1, die uns jetzt aber daran hindern, auf den App-Router zu gehen. Das heißt, wir können gerade nicht migrieren. Du meinst 12. Nicht Wir 1. sind noch in Version 12, jetzt ist ja mittlerweile schon Ja. 14. Ja. Achso, habe ich 1 gesagt? Ja, Next Nee. 1 ist ein paar Tage her. Ja, nee, was ich meinte, wir sind noch auf APIs, die sind schon länger deprecated, sowas wie Get Initial Props, das gibt es wohl schon länger nicht. Das müssen wir jetzt halt wegmigrieren, aber dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, okay, wann kam denn das letzte Update für Version 12? Und das ist eine ganze Ecke her. Ich habe es jetzt leider nicht parat, wann das war, aber das ist schon länger her. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, ja, okay, kriegen wir überhaupt noch Security-Patches? Und ich weiß es nicht. Es steht nämlich nirgendswo. Also, Vercel hat oder ich habe es nicht gefunden, aber ich habe nirgendswo eine Support-Matrix gefunden, wo steht: „Wir supporten jede Major-Version mit Security-Dingen noch für X Monate, X Jahre“ oder so. Und das sind so Dinge und auch dieses, schon stetige Wechseln von APIs gefühlt, das hinterlässt bei mir dann nicht das beste Gefühl. Obwohl ich Next auf 'ne Art total cool finde, habe ich dann auf 'ner anderen Ebene dann so 'n nicht so gutes Gefühl da grade. Ich finde, das trifft das ganz gut. Oder also sozusagen über mein Gefühl trifft das auch ganz gut. Ich finde an sich, Next hat auch ein paar super Ideen und das sind auch, wie gesagt, ich kann mir da auch Anwendungsfälle vorstellen, wo das total Sinn macht. Ne? Aber gerade auch mit diesen APIs und die sich dann so ändern, finde ich, wirkt das auch manchmal so ein bisschen chaotisch oder hektisch oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Aber was ich zum Beispiel auch so ganz bezeichnend irgendwie fand, dieser App-Router, also mit den React Server Components, die Version, das war ja, glaube ich, Next.js 13.4 oder sowas, also irgendeine Minor-Version von 13. Und dieses Release wiederum, das kam ja parallel mit der neuen React-Homepage mehr oder weniger, wo es dann auf der React-Homepage hieß, ihr benutzt auch jetzt bitte ein Full-Stack-Framework und übrigens, wir würden euch Next.js empfehlen. Das ist unsere Vision und so weiter und so fort. Und das war roundabout März und da gab es ja dann auch schon so teilweise Kritik, dass das alles ein bisschen instabil war. Und im Juni gab es dann von Vercel so einen Blogpost, woran sie denn gerade arbeiten würden. Und eine Zwischenüberschrift, woran sie denn gerade arbeiten würden, war die Stabilisierung von diesem App-Router, ne? Weil der alles andere als stabil war. Und das hinterlässt irgendwie kein gutes Gefühl. Ne? Also ich finde, es wirkt alles so ein bisschen übereilt. So, wir müssen jetzt, wer auch immer da die treibende Kraft ist, ne, das React-Team oder das Next-Team oder beide gleichzeitig, wir müssen jetzt irgendwie was abliefern hier mit unseren React-Server-Components und dann ist jetzt das Datum ist jetzt März und jetzt veröffentlichen wir das. Ne? Und dann gab es, als dann sich Leute beschwert haben, dass das alles noch nicht stabil ist und ja auch nicht dokumentiert war und nichts,
gab es dann so ein paar lapidare Antworten von Dan Abramov, ja, bei neuer Technologie ist ja ganz normal, dass das nicht funktioniert am Anfang und jetzt werden wir jetzt alles schön reparieren und so. Das ist ja auch richtig, würde ich auch gar nicht mal sagen, dass das jetzt unbedingt völlig falsch ist, aber diese Massivität, mit der die diesen Shift sozusagen gepusht haben, diese da auf Next zu setzen, da muss man natürlich, finde ich, schon auch eine gewisse Qualität abliefern. Und da hätte man dann eben sagen müssen, okay, wir machen jetzt ein Jahr offene Beta oder was auch immer, wenn das eben alles nicht so richtig stabil ist. Ne? Und ich glaube, richtig stabil übrigens ist es immer noch nicht. Obwohl jetzt 14 ja endlich richtig stabil sein soll, aber es ist immer noch ein paar Bugs. Ja, ich muss zugeben, wir verwenden bei uns den App-Router und ich bin da ganz glücklich mit. Also ich habe jetzt noch, gut, wir sind jetzt noch nicht in Produktion, aber Ich habe schon Gespräche mit Vergangenheitsholger geführt, wo das ein bisschen anders klang. Aber gut. ja, okay, was? Das ist weniger Stabilität als eher wie der Shift im Paradigma. Also was ist jetzt, was ist Use Client? Ja gut, Use Server ist dann wieder, sind React Server Actions, da bin ich auf ganz dünnem Eis. Das war dann für mich diese Sache, wo sind meine Boundaries? Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und wie funktioniert ein React-Kontext? Letztendlich sind wir an einen Punkt gekommen, naja, wenn ich ein Kontext ist ein clientseitiges Konstrukt. Server-Kontexte gibt es nicht. Noch nicht, glaube ich. Ja, das ist Work in Progress. Und das heißt, wenn ich einen Kontext habe, also sagen wir mal immer, also sehr, sehr häufig. ja, genau. Allein schon für das Theme oder das Locale oder was auch immer. Ne? Genau, dann bin ich schon so ein bisschen an der Grenze. Das stimmt auch nicht ganz. Aber zu verstehen, was dann, weil ich kann ja dann bis zu einer gewissen Tiefe, kann ich dann ja durchaus auch Server-Components haben. Und jetzt mit dem, wie nennt sich das, Partial Pre-Rendering, glaube ich, wird das nochmal so ein bisschen aufgeweicht, was dann auf dem Server gerendert wird. Das war für mich eher das Problem, das zu verstehen. Ich glaube, mittlerweile hat sich das bei mir so ein bisschen gesetzt und ich finde es auch ganz cool und auch so ein bisschen der Hype hat sich auch gesetzt. Also ganz am Anfang dachte ich, na gut, ich muss jetzt alles am Server, also ich muss jetzt hier links und rechts am Server rendern. Da stimme ich euch zu. Ich oute mich, bin Next Fanboy so ein bisschen. Die Doku dazu war anfangs furchtbar und jetzt ist sie noch so mittelgut. Also genau das ist auf jeden Fall ein bisschen, also da man merkt, die schreiben sie schon fort, ne? Ja. Also das ist nicht, genau. Ich finde auch, was du gerade gesagt hast mit dem Kontext zum Beispiel, das ist für mich so ein weiteres Beispiel, dass eben diese Migration oder die Umstellung oder die Art und Weise, so eine Full-Stack-Anwendung zu bauen, tatsächlich ganz was anderes ist als eine reine Single-Page-Anwendung. Ne? Und dieses wieso, ihr habt doch, ihr macht jetzt einfach eine normale React-Anwendung und davon sind eben Teile auch auf dem Server, das ist, finde ich, also das ist viel zu kurz gesprungen. Und ich finde, ich glaube, Stefan hatte das, oder ich weiß nicht, einer von euch beiden hatte das vorhin gesagt, dass man ja mit Redux zum Beispiel so immer weiß, wo man seine Teile sozusagen hinpacken muss, ne? Und dadurch so vielleicht ein bisschen einfacher zu einer sauberen Architektur kommt. Und ich finde jetzt durch diese Aufteilung zwischen Client und Server, da hat man ja wieder auch ganz neue Probleme, ganz neue Fragen. Ne? Wo mache ich denn meine Use-Client-Grenze? Ist nur der Button jetzt eine kleine Komponente oder kann ich auch das ganze Formular nehmen und so? Und das finde ich auch alles nicht schlimm. Das kann man sich ja alles erarbeiten und da wird man reinkommen und da werden Patterns entstehen und so, ne? Wie das mit neuen Sachen halt so ist. Aber wie gesagt, ich finde dieses absolute Dahindrängen und das finde ich halt schwierig. Und in dem Moment, wo man sagt, ich veröffentliche als React eine neue Homepage und da steht nichts mehr von Create React App und da steht nichts mehr von Single-Page-Anwendungen drauf, aber da steht, ihr solltet jetzt hier Next.js benutzen und wenn das dann nicht läuft irgendwie, dann finde ich schwierig tatsächlich und das finde ich, also ich fand, dass gerade React immer, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, immer ein wirklich sehr gutes Beispiel für Stabilität war, auch gerade in diesem sich schnell wandelnden JavaScript-Web-Umfeld war das eigentlich immer ja so ein relativ behäbig. Ne? Also es gab immer schon sehr wenig React-Versionen und wenn die kamen, waren die abwärtskompatibel, da sind ein paar APIs dazugekommen, vielleicht sind mal welche deprecated worden. Aber im Großen und Ganzen war das ja super stabil. Ne? Die Hook-Einführung, das ist in einer Minor-Version passiert. Ne? Da hätte man denken können, das gibt ja jetzt eine neue Major-Version, ist alles anders plötzlich. Ne? Aber es war eine Minor-Version, weil es komplett abwärtskompatibel war. Und ich finde, das setzen die gerade so ein kleines bisschen mit aufs Spiel, finde ich, diese
Diese Stabilität. Ne? Hast du da einen Einblick? Weil es ist ja React, so wie ich das verstanden habe. Da gab es doch letztens auch, was, diese Doku, diese React-Doku? Ich habe die nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber die gab es, ja. Ich glaube, ich habe die gesehen. Soweit ich verstanden habe, war ja React so das grundlegende Framework, um jetzt überhaupt Facebook selber oder zumindest ein Feed von Facebook, ich glaube von Instagram auch, also zumindest diese Feed-Thematik war da ganz, ganz stark drin. Genau. Das heißt, die Features von React waren ganz stark davon getrieben, was brauche ich denn jetzt bei Facebook? Richtig. Und ich glaube, Ja, nee, ich glaube, das ist genau richtig. Also es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur so eine Urban Legend ist, dass es irgendwie wohl in dem Feed von Facebook oder von Instagram irgendwie so ein Counter gab, wie viel ungelesene Nachrichten man hat. Und irgendwie haben die das wohl mit der vorherigen Technik nicht synchronisiert bekommen und deswegen ist dann irgendwie daraus wohl React entstanden oder so. Oder deswegen hat Facebook dann React übernommen oder ich weiß das so genau, weiß nicht. Und vielleicht ist es auch einfach so eine Idee. Aber im Prinzip, also was schon eine Wahrheit ist, glaube ich, dass React im Wesentlichen dazu da war, erstmal die Facebook-Seite zu bauen. Und ich glaube, dass dass sozusagen das, was React jetzt mit den Server-Components baut, das ist auch eigentlich das, was Facebook wahrscheinlich braucht. Das ist, glaube ich, tatsächlich viel mehr das React, als das sozusagen das Single-Page React. Ne? Also im Prinzip würde ich fast sagen, Facebook oder Meta baut jetzt das React, was sie eigentlich für ihre Webseite brauchen, und das andere davor war eigentlich gar nicht, war vielleicht gar nicht so das Richtige für die. Also wird schon das Richtige gewesen sein, sonst hätten sie es ja nicht benutzt. Ne? Aber ich kann jetzt eben, brauche nicht mal für jede Kleinigkeit in meinen JavaScript-Code auf dem Client zu haben, kann viel vorrendern und so. Das ist ja, würde ich jetzt so naiv denken, passt ja für so eine Seite wie Facebook vielleicht ganz gut. Wenn ich viel statischen Content habe und zwischendurch mal ein paar Eingabefelder. Ich habe ewig nicht mehr auf Facebook geguckt, ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Ja gut, Facebook ist ja quasi, da ist ja... ist tot. Weiß ich nicht, aber vielleicht ist es das, ja. Ich glaube, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, weil ich schon heute den ganzen Abend so im Mecker-Modus bin, ich glaube, dass manchmal, oder ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass auch dass vielleicht tatsächlich dadurch, dass das so ein meta-fokussiertes Projekt war, vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Blick über den Tellerrand gefehlt hat. Ne? Und man ist ja, glaube ich, schon als React-Team, würde ich mal so unterstellen, man ist da ja auch, glaube ich, auf eine Art überzeugt von sich. Ne? Sonst würde man ja mit so einem Claim wie Rethinking Best Practices und so würde man ja nicht um die Ecke kommen. Und wir wissen es im Grunde genommen besser, als wie alle anderen, die es vorher gemacht haben. Ohne dass jetzt, also das soll jetzt gar nicht so, ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Aber manchmal habe ich den Eindruck schon gehabt in der Vergangenheit und auch jetzt ganz stark, dass sie eben so ein bisschen da in ihrem eigenen Süppchen rumkochen. Und es gab einen fand ich irgendwie ganz bezeichnenden Tweet, glaube ich, von Dan Abramov neulich, als er gesagt hat, er würde ja jetzt zu Blue Sky wechseln von Meta. Und da würde er dann ja auch mal sehen, wie React bei anderen Kunden eingesetzt werden würde. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ne? Man baut so seit 10 Jahren so ein Framework und nach 10 Jahren fällt einem ein, ich gucke mal, wie die anderen das überhaupt benutzen. So, das ist kann dann vielleicht auch ein bisschen spät. Die haben natürlich schon Feedback eingesammelt, das will ich Ihnen gar nicht absprechen. Ne? Aber trotzdem, manchmal, wie gesagt, habe ich so den Eindruck, die haben eben sehr ihre Facebook-zentrierte Sicht. Und im Prinzip steht das auch auf der Homepage, weil da steht nämlich, dass die ganzen React-Komponenten und so, oder die ganzen neuen Features, die würden ja erstmal bei Meta quasi auf Herz und Nieren getestet werden. Was im Umkehrschluss auch im Prinzip bedeutet, Features, die Meta nichts nützen, bauen sie nicht ein, weil dann wie sollen sie die dann auf Herz und Nieren dann testen. Naja. Ja, ich stelle mir gerade die Situation vor. Du arbeitest gerade fröhlich in deinem Projekt und dann kommt, heute kommt der neue Kollege vorbei und dann ist es Dan Abramov. Das ist ja. Weiß ich nicht. Ja. Auch ein bisschen. Das wäre ganz witzig. Der Punkt war React, das Framework für Facebook. Genau. Wo wir auch jetzt in unserem Kontext, also wir haben da auch so drüber diskutiert und Stefan, ich glaube, wir haben auch drüber diskutiert, Server versus Client. Letztendlich ist es ja auch so, ja gut, jetzt rendert mein React-Code auf dem Server, aber der Server ist ja meiner.
Da bezahle ich ja Geld für. Ja, stimmt. Wohingegen Facebook Kleinzeit rendert, das läuft ja auf meinem M2 Mac, der möglicherweise schneller ist als mein Server, man weiß es nicht, aber kostet mich kein Geld. Ist das vielleicht, also ich kann beide Argumente nachvollziehen, auch wenn man ja sagt, naja, eigentlich das saubere Modell ist es, also im Sinne von schnellere, ich möchte irgendwie Edge-Caches und sowas verwenden. Will ich das Ich glaube auch, ich würde auch da sagen, man muss sich das wieder genau angucken, was man da macht. Ne? Also diese pauschale Behauptung, sag ich mal, dass das sozusagen, wenn ich Dateien auf dem Server ausführe, dass das immer schneller ist, das glaube ich auch nicht. Ich würde auch denken, also es kommt ja ein bisschen auch darauf an, was man für eine Anwendung baut. Ne? Wenn man davon ausgehen kann, viele Kunden zum Beispiel, oder ich baue vielleicht eine Inhouse-Anwendung, da weiß ich sowieso ganz genau, was da für Hardware eingesetzt wird. Ich baue vielleicht Anwendungen für einen geschlossenen Kundenkreis, da weiß ich das vielleicht auch. Dann sehe ich da auch überhaupt kein Problem, warum man da nicht eine Single-Page-Anwendung bauen soll, ehrlich gesagt. Und auch da gab es ein lustiges Beispiel. Und zwar hatte jemand auf Twitter ein Beispiel gepostet, da mit React Server Components so ein Suchfeld gebaut. Und mit jedem Tastendruck wurde eine Suche auf dem Server getriggert und die gerenderte Seite kam dann mit dem Suchergebnis zurück. Ne? Und dann hier, guck mal, ganz toll. Und ich machte überhaupt kein JavaScript mehr auf dem Client. Und der Punkt ist nämlich, dass sozusagen die Menge der Daten, die da übertragen wird, in diesem Beispiel mit den React Server Components viel mehr ist, als wenn ich eine Single-Page-Anwendung benutzen würde. Denn bei der Single-Page-Anwendung, da würde ich bei jedem Tastendruck auch eine Suche auf dem Server starten, logischerweise. Die muss auf dem Server dann wahrscheinlich sein. Als Ergebnis würde ich aber einen kleinen JSON-Schnipsel kriegen mit vielleicht sogar nur den zusätzlichen Suchergebnissen oder wie auch immer. Das können sehr wenige Daten sein. Während ich mit jedem Zeichendruck immer eine komplett oder fast komplett neu gerenderte Seite zurückbekomme, dann kann es ja unterm Strich viel mehr Daten bedeuten. Ne? Muss alles nicht so sein, aber es spricht für mich wieder so ein bisschen dafür, dass man sich das wirklich genau angucken muss, was man da eigentlich baut. Und es gab auch noch so ein anderes Beispiel, da sind zum Beispiel die Remix-Leute, glaube ich, relativ extrem, sag ich mal. Und das ist das Thema, ob ich eigentlich in meine Formulare als kleinseitige Formulare sozusagen bauen sollte mit State und allen Pipapo oder ob ich das nicht machen soll. Und da sind die Remix-Leute wirklich sehr, würde ich sagen, schon fast dogmatisch, die sagen, eigentlich State auf dem Client, das braucht ihr eigentlich nicht mehr, weil ihr müsst eure Formulare oder die Eingaben sowieso auf dem Server validieren, was ja richtig ist, würde ich auch so sehen. Von daher könnt ihr das auf dem Client eigentlich auch dann sein lassen. Ihr könnt so ein bisschen vielleicht mit den HTML5-Attributen darum operieren, required und was da alles gibt. Aber alles andere macht ihr eben nur noch auf dem Server dann. Was aber aus meiner Sicht, also das kann man so argumentieren, aber auf der anderen Seite kann man, finde ich, auch argumentieren, dass wenn ich jetzt komplexe Formulare habe, dann komme ich um diese kleinseitige Validierung nicht drum rum, weil ich dem Benutzer schnell Feedback geben möchte. Ich will da nicht erst einen Server-Roundtrip machen und den ich aber mit Remix an der Stelle dann machen müsste. Ne? Also wenn man da nicht mit State arbeiten möchte. Und ich finde, das sind alles so Sachen, das muss man sich wirklich immer im konkreten Fall angucken. Erinnert mich ein bisschen so an frühere Zeiten, als man immer so, da bin ich, glaube ich, angefangen, als ich in meinen Beruf eingestiegen bin, sozusagen, da war das total Hype, dass man so Datenbanken miteinander performancemäßig verglichen hat. Ist Oracle schneller oder DB2? Und je nachdem, wen man da irgendwie hinbekriegt hat, der irgendwas optimieren konnte, war die eine oder die andere Datenbank schneller. Oder wie der eine hatte 5000 Tabellen, der andere nur 100 oder so. Ne? Also man konnte es überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und ich finde, auf eine bestimmte Art ist das hier auch so. Man muss sich das wirklich konkret angucken, was man da an Datenverkehren hat, wie schnell das Backend ist, wie schnell das Frontend ist und so weiter. Und ja, genau, Kontext ist das Stichwort an der Stelle. Und zwar nicht der React-Kontext, sondern der Kontext, in dem man irgendwas baut. Furchtbar. Kriegen wir jetzt keine eindeutige Aussage hier hin. Leute verwendet nur noch Next, Leute verwendet nur noch Remix oder nur noch Angular. Um Gottes Willen. Also ich würde das so nicht, tatsächlich wäre das nicht meine Meinung. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen gegen Next. Ich finde, da sind ein paar gute Sachen drin. Ich finde, da sind ein paar Sachen drin, die stören oder die finde ich doof. Aber wie gesagt, ich finde, man muss gucken, was man macht. Genauso wie man den Single-Page-Anwendungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle vorwerfen kann oder da, wo Single-Page-Anwendungen benutzt werden, kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen, das ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Wahl gewesen. Da hättest du auch mit serverseitigem, klassischem Rendern irgendwas machen können, wäre vielleicht schneller gewesen.
Also genauso wenig wie die Single-Page-Anwendung überall passt die Full-Stack-Anwendung auch nicht überall. Und es kommt immer, glaube ich, wirklich, und das finde ich so wichtig, das finde ich insgesamt bei der Softwareentwicklung so wichtig, dass man sich anguckt, was sind meine Anforderungen, was sind meine Prioritäten, und dann muss man leider immer Kompromisse schließen. Was ich persönlich überhaupt nicht kann, aber ich glaube, man muss das immer irgendwie machen. Ja, irgendwie schon, ja. Aber ein Aspekt war noch, du hast vorhin erwähnt, der Trend geht halt komplett zu Fullstack, und man müsste dann ja, also du hast viele Kunden, die Java im Backend machen, haben wir auch. Und ich glaube, man muss es auch nicht so weit treiben. Ne? Also im aktuellen Projekt, in dem ich bin, ist das ganze Backend schon weiterhin in Java, in einem eigenen Ding. Also was wir da in Next nutzen, also das Backend von Next ist wirklich nur so ein Backend for Frontend, wo wir wirklich den Vorteil haben, ja, im Prinzip SEO, ne, also Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Das funktioniert auch. Also was ich sagen will ist, auch wenn man sich jetzt für Next entscheiden würde, muss man nicht alles im Next Backend unterbringen. Ne? Richtig, das finde ich, ja, genau. Auch da gilt wieder so ein bisschen, ne? Man muss gucken, wofür man das braucht, und genau, wie du sagst, so für SEO und so ist das sicherlich nicht schlecht, ne? Wenn man sich jetzt natürlich überlegt, weil wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, aber Server-Actions zum Beispiel, hätten die einen Mehrwert in dem Setup oder hätten sie in dem Setup keinen Mehrwert? Ne? Also wenn ihr habt ein Formular und das wollt ihr speichern, würdet ihr dann einen Request direkt zu dem Java-Backend machen, oder würdet ihr über den Next-Proxy sozusagen gehen? Ne? Auch da findet man wahrscheinlich Argumente für beides. Aber dieses Bild, was da eben auf dieser Next-Konferenz gezeigt wurde, ich habe jetzt hier meine Komponenten und da mache ich Datenzugriff drin. Und das kann man ja alles noch ein bisschen sauberer machen, als das da auf dieser einen Slide war. Ne? Aber da habe ich aus meiner Sicht profitiert nur davon, wenn ich wirklich auch Großteile meiner eigentlichen Logik im Backend habe, also im Next.js Backend habe. Okay, das war mir gar nicht klar, dass die so hart Richtung Fullstack pushen, auch bei Next. Ja, krass. Ja, doch. Also das ist schon, es gibt auch jetzt irgendwie noch so 2, 3 neue React-Hooks, die da in dieser Canary-Version veröffentlicht worden sind, die für die Bibliotheken quasi da sind. Da kann man, also da geht es dann auch eben nochmal, wie ich jetzt sozusagen JavaScript-freie Formulare gestalten kann, also dass die im Prinzip, wenn die in dem Moment, wo die dargestellt sind, kann ich damit arbeiten, kann die submitten, was ich ja zugegeben mit einem Formular, was jetzt mit UseState arbeitet, nicht kann, da brauche ich ja den JavaScript-Code für. Und das sind aber dann, glaube ich, auch Features, ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich bin aber ziemlich sicher, dass man da eben auch sowas wie Next.js, also oder irgendwas React-mäßiges auf dem Server dann dafür braucht. Also ich hätte noch, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, wie sieht es bei euch zeitlich aus? Ich habe früher mal haben, ne? Ich habe noch Bock. Ich habe nichts vor mehr heute. Ich habe Bock. Ich hätte noch ein paar Punkte. Wir müssen ja noch über ATX reden. Wir müssen auch noch über Vaadin reden. Nein, müssen wir nicht. Ich wollte gerade in die Abmoderation einleiten, aber Ist das so? dann kommst du mit einer Liste von Dingen. Das ist doch immer so. Das ist ein beliebtes Automate-Pattern, muss man sagen. Das ist so eine Podcast, den ich da mache. Das ist da mal auch so, wir verquatschen uns immer, und da gibt's auch dieses Pattern, der eine möchte auch schon. Na egal. Gibt es denn, ich meine, jetzt haben wir über React geredet. Gibt es denn möglicherweise noch andere Alternativen, die jetzt React-basiert sind? Und wir haben jetzt über Next Remix geredet. Es gibt noch eine Variante, die ich nicht so kenne. Meinst du, da passiert noch was in dem Ökosystem? Mit React als Basis, aber irgendwas drumherum? Ist Astro sowas für dich? Oder ich meine, das ist nicht Next als Basis, aber ich kann React als Basis, aber ich kann React nutzen. Also Vielleicht. Ich glaube, bei Astro ist es so, dass du, wenn du Next benutzt du dann den Single-Page-Teil sozusagen von React. Ne? Also ich glaube, es kann sein, dass die auch klassisches serverseitiges Rendern machen können, aber du kannst, glaube ich, die React Server Components nicht benutzen.
Ich bin nicht so ganz sicher. Also zum einen, was ich auch nochmal wichtig finde festzuhalten, wenn man mit React Single-Page-Anwendungen weiter bauen will, dann kann man das ja auch tun. Mit Vite, das Tooling ist ja jetzt auch alles andere als schlecht. Und ich glaube, auch die Migration von Create React App auf Vite ist vielleicht nicht in allen Fällen super kompliziert, um es mal so auszudrücken. Also das kann man ja weitermachen. Zweifelst du, dass man keine Single-Page-Anwendung mehr bauen soll oder dass die Migration von CRA nach Vite einfach ist? Das macht natürlich einen Riesenfass auf. Ich bin zumindest in einem Projekt ein bisschen über Vite gestolpert und grundsätzlich Vite super Idee. Vite-Test macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Also die Migration von Jest nach Vite-Test, weil das Loading da anders funktioniert. Das ist was anderes, genau. Ich will auch jetzt gar nicht so ins Detail gehen und ich will auch nicht sagen, dass man das jetzt unbedingt von heute auf morgen macht, aber man ist sozusagen nicht mit Create React App, selbst wenn das jetzt nicht weitergemacht wird, glaube ich, man muss keine Panik unbedingt jetzt entwickeln. Ne? Und ob jetzt in dem ganzen React Server Components Umfeld, ob da noch andere Player kommen, das müssen wir mal abwarten. Ne? Ich glaube, es gibt ich glaube, das ist so eine Art Content-Management-System oder so. Heißt es Redwood oder so? Ich kenne das auch nicht, habe ich nur mal auf Twitter gesehen, dass die irgendwas mit Red, glaube ich, oder mit Wood oder mit beiden. Habe ich aber vorher, ehrlich gesagt, auch noch nie gehört. Und dann gibt es so 2, 3 Leute, die da aus Spaß an der Freude mal was gebastelt haben, aber das ist sicherlich nicht für den Produktiveinsatz. Und ich glaube, dass das andere jetzt anbieten. Dazu müsste sich das auch, glaube ich, alles ein bisschen stabilisieren, auch in React. Und dann müsste man natürlich auch gucken, wenn das jetzt jemand macht, ist das jetzt jemand, der damit auch Geld verdienen will, wie Next oder nicht? Und wie konkurrieren die dann? Remix hat es angekündigt, die werden auch React Server Components irgendwann unterstützen, aber machen, glaube ich, auch kein Hehl draus, dass sie das eigentlich nicht so als das beste Pattern empfinden, aber wollen es trotzdem anbieten. Ja, so ein paar Tweets gingen doch jetzt, also die haben ja ein bisschen, zumindest habe ich das so verstanden, die haben das so ein bisschen, die Stabilität haben sie in Frage gestellt. Und jetzt, aber wenn das denn dann irgendwann mal stabil ist, dann kann man damit auch einige Sachen, ich glaube, Offloading Work war so das Stichwort, das ginge damit. Genau, die müssen jetzt natürlich relativ viele Sachen selber programmieren, die sie dann mit von React sozusagen geschenkt bekämen. Ich vermute mal, dass das auch ein bisschen, also ob es da noch andere Anbieter gibt, hängt vielleicht auch ein bisschen an der Frage tatsächlich, wie einfach ist das eigentlich, so eine Anbindung da an React quasi herzustellen. Ne? Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, deswegen kann ich das nicht sagen. Ja, du hast in deiner Mail, im Vorfeld auch ein paar Themen mitgegeben und da war ein Stichwort drin, das kannte ich gar nicht. Also, ich habe davon gelesen, aber vielleicht. Danke. Was denn? Willst du schon wieder abmoderieren? Wir sind doch Nein, noch ich dachte, du bist über das Wort Danke gestolpert. Ach so. Leute, das ist schon zu spät für solche Scherze, ich merke schon. Nee, du bist einfach nicht witzig. Du bist nicht in Form. Nee, ich bin auch nicht in Form. Ich bin in der Tat nicht in Form. Also mir ging es ähnlich, also auch von der Folge. Ich war so ein bisschen, ich war nicht nervös, ich war auch müde. Taint Object. Das irgendwie Ach so. Genau, das ist auch ein schönes Beispiel. Stimmt, das hatte ich mir hier noch als Notiz aufgeschrieben. Und zwar geht es darum, wenn ich eine Serverkomponente habe und in dieser Serverkomponente lade ich zum Beispiel Daten, und ich rendere in der Serverkomponente dann eine Client-Komponente, dann kann das das mit dem Laden nehme ich zurück. Ich habe eine Serverkomponente und darauf habe ich ja Zugriff auf meine ganze Serverumgebung, ne? Zum Beispiel auf die Umgebungsvariablen meines Prozesses. Und theoretisch können da ja Geheimnisse drin stehen, die auf dem Client nichts verloren haben, ne? Passwörter, URLs und so. So, und jetzt ist es aber, weil ja die APIs von Server Components und Clients Components so ähnlich sind, wir haben drüber gesprochen, kann mir das ja total leicht passieren. Ich rufe von Komponente A Komponente B auf, merke nicht, dass Komponente B vielleicht eine Client-Komponente ist und merke vielleicht im schlimmsten Fall auch nicht, dass ich da ein Objekt übergebe, wo eben solche Geheimnisse drinstehen. Dann landet plötzlich das Geheimnis, ohne dass ich es so richtig merke, auf dem Client. Und irgendjemand sieht danach das Passwort von der Datenbank, das ist dieses hier. Und deswegen haben die jetzt wohl eine API gebaut. Ich habe die selber nicht verwendet, ich habe das nur durchgelesen, wofür das ist.
dass man sozusagen sagen kann, bei bestimmten Objekten, dieses Objekt, das darf nicht auf den Server, auf den Client kommen. Und wenn man das dann an eine Client-Komponente übergibt, dann, die machen da irgendeinen Merker dran oder irgendeinen Flag oder sowas, dann gibt das eine Exception beim Übergeben. Und das finde ich an sich eine witzige Idee. Andererseits zeigt es aber auch da wieder, finde ich, an dieser Stelle, dass eben diese Aufteilung von Server und Client und das dann mischen, dass das eben nicht so trivial ist. Das ist eben nicht, ich mache hier jetzt auch ein bisschen Servercode. Und dann kann man sich natürlich noch fragen, wenn man das unter Sicherheitsaspekten sieht, dann hätte ich ja fast gesagt, ich mache das andersrum. Ich muss Objekten explizit erlauben, dass sie zum Client dürfen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das irgendwo vergesse, das da drum rumzuschreiben, ist, finde ich, jetzt nicht so hoch. Ne? Also das finde ich hätte mir auch vorstellen können, dass vielleicht, wenn man so eine API baut, wenn man sagt, das ist eine Client-Komponente oder ich rendere eine Client-Komponente aus einer Server-Komponente raus, dass man das irgendwie expliziter macht. Ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig eine API jetzt vorstellen, wie das aussehen könnte. Aber dass das so ein bisschen nochmal klarer ist. Ich habe hier jetzt ich bin jetzt hier plötzlich im Client drin und da muss man irgendwie ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen oder was anderes walten lassen als auf dem Server. Ich finde ehrlich gesagt, das habe ich schon bei den ganzen Java-Ansätzen damals gedacht, der Client und der Server, das sind komplett verschiedene Welten. Und ich finde, man muss gar nicht unbedingt so tun, als ob das eins wäre und als ob das die gleichen Patterns sind, als ob das die gleichen Muster sind und so. Ich finde, man kann schon versuchen, dass man Anwendungen aus einem Guss baut und dass man das möglichst einfach alles macht. Dagegen spricht aus meiner Sicht gar nichts. Aber ich finde sozusagen diese Unterschiede zwischen Client und Server sozusagen zu kaschieren und zu tun, als ob das eins ist und da ist nur ein bisschen Netzwerk dazwischen, das finde ich falsch, ehrlich gesagt. Ja. Ist so ein Trend, der kommt aber auch immer mal wieder. Also ich erinnere mich noch, ich komme ja eben nicht aus der Java-Welt, sondern ich komme eher aus der Microsoft-Ecke früher. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Und Microsoft hat damals, das war mit Silverlight, das müsste so 2007, 2008, Rich Internet Applications gepusht. Und da war das schon genauso. Also da hast du halt mit Link auf dem Client, der damals Silverlight war, direkt die Abfragen zum Server geschickt. Und die Grenzen verwuschen so, sagt man das so? Ja. Und das fand ich damals auch schon gruselig. Und das kommt irgendwie so in Wellenbewegung, kommt in der Softwareentwicklung ja alles wieder. Ne? Die guten und die schlechten Sachen. Nee, aber ich glaube, das SPA-Pattern wird auch wieder kommen. Also einfach nur jetzt nicht, oh mein Gott, weil ich jetzt groß zu der einen und zum anderen Lager zähle. Ich würde ehrlich gesagt gar nicht sagen, dass das überhaupt weg ist, weil wenn man sich nämlich mal die Diskussion außerhalb der React-Community anguckt, oder sagen wir mal gerade in Angular reinguckt, was ja nun auch nicht ein unverbreitetes Framework ist. Ich glaube, da werden die Diskussionen gar nicht geführt, jedenfalls nicht in der Intensität. Also ich glaube, also nach dem, was ich aus der Angular-Welt so mitbekommen, ist Fullstack da kein Thema. Vielleicht ein bisschen serverseitiges Rendern, aber das war es auch. Deswegen glaube ich, das ist auf eine Art auch schon ein sehr spezielles, sozusagen sehr spezielles React-Thema. Ja, das ist ein interessanter Punkt, ja. Aber gibt es nicht bei Angular auch ähnliche Bestrebungen? Doch, oder? Nicht, dass ich wüsste, was nicht viel heißt, weil ich nicht viel über Angular weiß. Aber ich glaube, die haben gerade oder sind gerade dabei, irgendwas mit ihrem serverseitigen Rendern nochmal zu verbessern, dass das einfacher wird. Aber das würde dann, so wie ich es verstanden habe, jedenfalls einfach nur quasi klassisches serverseitiges Rendern bedeuten, so wie wir es mit React ja auch schon seit x Jahren machen konnten. Einmal vorrendern auf dem Server und dann der Rest passiert dann clientseitig. Okay. Also dieses Fullstack wüsste ich jetzt nicht, dass es da was gibt. Oder dass es da eine große Rolle spielt. Gibt es für dich vielleicht auch im SPA-Teil, vielleicht auch im Server, in React ein Feature, was du dir wünschen würdest? Ich hätte sogar eins, woran ich denke, aber... Also eine Sache, die ich tatsächlich ganz nett fände, wenn man genauso wie in den React Server Components mit wenn man es asynchrone Komponenten gäbe, weil dieses Pattern, das, was man da machen kann, das finde ich schon lässig. Ich finde ehrlich gesagt, man kommt auch mit Use-Effekt klar oder mit React Query oder so, und mit Suspense funktioniert das auch alles relativ geschmeidig. Aber dass man einfach in der Komponente sagen kann, await und dann irgendein Promise, das finde ich schon
fände ich schon ganz gut. Es ist ja dieser Use-Hook da angekündigt, wo man dann wohl irgendwie einen Promise reinstecken kann und irgendwie wird dann darauf gewartet. Mit dem Use-Hook kann ich dann in Zukunft beliebige Promises in Client-Side React auflösen. Aber das wirkt auch alles so ein bisschen wie so ein bisschen workaroundig. Ja. Also das fände ich geil, also das finde ich wirklich, Das ist auch fände was, ich geil, wenn das gehen würde. also wenn man jemand einarbeitet, der noch nie React gesehen hat, finde ich das auch, man versteht das erstmal gar nicht. Warum muss ich denn, ich will doch nur Daten laden, warum muss ich da jetzt so einen Use-Effekt machen? Ja. Wenn ich das doch einfach awaiten kann, ne? Das wäre, Genau. und vor allen Dingen, man sieht ja jetzt, dass es eigentlich schon geht. Also, ich glaube, das wird. Ich habe auch, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das wohl auch schon geht, irgendwie in kleinen Komponenten. Aber ich habe dann, also das habe ich irgendwo auf Twitter gelesen und auf Nachfrage an den Autoren hat er leider nicht nochmal reagiert und ich habe auch keine andere Quelle dafür gefunden, ob das irgendwie gehen würde. Aber wir werden sehen, würde ich denken. Ich glaube, dass das in der Tat, aber das ist, soweit ich weiß, auch wieder so eine Next.js-Eigenheit. Also da gab es doch Stefan, diesen Link hast du mir geschickt. Ja, ich hatte gerade gehofft, bitte, vielleicht hoffentlich spricht er mich nicht drauf an. Stefan, du hattest mir doch lass uns doch nochmal Zeile für Zeile diesen epischen Link durchgehen. Nee, aber da ging es irgendwie drum, dass, ja, also irgendwas geht da. Also, Ja, es war eine Doku über Next.js und die fand ich ziemlich gut und die hat diese ganzen Eigenheiten eigentlich Schritt für Schritt erklärt und irgendwann kam dann eben der Punkt mit Client-Komponenten und Await und man konnte in die Doku gucken und da steht ganz klar drin, das funktioniert nicht und man konnte in den Code gucken von dieser Anwendung, der auch Open Source war und stellte fest, es funktioniert und ich war verwirrt. Also, So ich kann das noch ähnlich, bestätigen. genau. Also ja, das schien zu funktionieren. Warum, weiß ich aber nicht. ich glaube, da war so ein bisschen Suspense-Magie noch drumrum. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Aber ja, den Link packen wir hier unten hin. Ich Ja. such's mal raus, ja. Ja. Bei mir wäre noch in der Tat relativ weit oben Signale dabei. Ich finde, das Signal-Pattern, das ist ja auch so ein kleinseitiges Ding. Ich finde das bei Solid irgendwie sehr sexy. Und auch, eigentlich haben es ja die meisten Frameworks so mal nachgerüstet. Nur React sträubt sich so ein bisschen aus Gründen. Ja. Hast du da schon mal mitgearbeitet? Hast du da irgendwie eine Idee oder eine Meinung zu? Ich weiß nicht genau, also bislang hatte ich jetzt mit React, was so das Neurendern und so angeht, relativ wenig Probleme, ehrlich Okay, gesagt. ja. Also es gab schon 2, 3 Mal eine Stelle, wo wir da auch bei mussten, ne? Und dann mit ein bisschen Memo und ich weiß nicht was arbeiten mussten. Und dann wird es auch tatsächlich aber ungemütlich, finde ich, wenn man das machen muss. Ich bin aber, wenn man jetzt so an so diese, ich sag mal, diese kleinen Zustandsbibliotheken, UTI und wie sie alle heißen, Zustand und so denken, ist das nicht ein bisschen so signalig? Oder kann man das überhaupt nicht vergleichen? Vielleicht, ja. Ja gut, Weil ich da ja auch relativ kleine, sozusagen kleine Teilchen habe und dann ja auch prinzipiell auch da nur das neu rendern müsste, was sich geändert hat. Ja und nein hätte Oder ich bei MobX zum Beispiel ist es ja auch im Prinzip so ähnlich. Ne? Also ehrlich gesagt, weiß ich zu wenig über die Signals, aber so das, was ich verstanden habe, würde ich denken, das ist so ähnlich wie zum Beispiel MobX, der einfach selber merkt, wer lauscht an meinen Properties. Ja. Und wenn das verändert wird, dann sage ich dem Verwender Bescheid, ohne dass der Verwender irgendwas tun müsste. Ja. Ja, letztendlich für mich der große Benefit und auch der große Nachteil ist, dass ich genauer weiß, wann wird was gerendert. Bei React du hast Use-Effekt gerade angesprochen. Das ist manchmal so ein bisschen wackelig, wie oft das denn jetzt ausgeführt wird. Dann hast du ja jetzt hier doch noch einen Initializer und das zumindest in der Theorie. Kontexte dazwischen. Ja, genau. Und das mit den Signalen hatte ich zumindest den Eindruck, dass das klarer war, was da passiert. Okay. Aber ich muss gerade, also ich habe nur mal Angular mit Angular 1 gemacht und das war bestimmt auch ein ganz schlechtes Projekt, weil ich da gar keine Ahnung von hatte. Und Ja. ne, aber
hat man nicht mit Observables in Angular, ist das nicht irgendwie ähnlich? Oder Boah, kann da man gibt's das gar da, nicht vergleichen? da machst du natürlich jetzt mit beiden Beinen jetzt einen Riesenfass auf. Also, Okay. also es ist, die Signalverfechter sagen schon, nee, um Gottes Willen, das sind ja gar keine Observables, weil Grund hier einsetzen. Das gibt da irgendwelche Unterschiede, die ich auch mal wusste, jetzt aber nicht mehr weiß. Aber es geht ja zumindest in eine ähnliche Ja, Richtung. ja, Also es worauf geht ich in- hinaus wollte, ist, du sagtest gerade, das ist ein Vorteil, dass man immer genau weiß, wann es rendert. Ich weiß aber, dass ich es damals relativ einfach hinbekommen habe, irgendwie einen Zyklus zu bauen, weil Dependent Observables und da war es für mich auch wieder nicht klar, wer ist eigentlich in der Verantwortung, Ja, das- dafür irgendwas zu tun? Und dann war das doch so eine magische Kette, die irgendwie so losgeht. Ja, stimmt. Ist mir mit Use-Effekt allerdings auch schon passiert. Also das ist, Ja. mir geht's da nur eher so darum, dass ich irgendwas, was ich, also abhängige Updates, dass ich in React gerne mal so Use-Effekt-Ketten habe und da relativ viel Syntax habe für etwas, was ich eigentlich gar nicht haben möchte. Das ist eigentlich mein stimmt, Punkt. ja. Das ist eigentlich mein Punkt an der Stelle. Nicht viel mehr. Also, ja, ich glaube. Habe ich noch Punkte? Bevor der Holger noch das nächste Thema vom Stack Oh nein, holt. Moment. Ich hab hier noch zwei DIN A4 Seiten. Moment. Das ist, nee, ich glaube, ich habe keine Punkte mehr. Das finde ich sehr schade. Stefan, hast du noch Punkte? Und es gibt jetzt von uns gar keine richtige Empfehlung. Ne? Beim nächsten Projekt müsst ihr auf jeden Fall das machen. Also die langweilige Antwort ist wie immer, it depends. Ne? Nee, wir werden im Thumbnail Ja. werden wir natürlich, wir müssen uns jetzt noch kurz auf das Thumbnail-Bild einigen. Wir waren ja relativ, ich glaube, so der Tenor war ja so ein bisschen Next.js-Kritik, die sicherlich auch berechtigt ist. Da müssen wir natürlich im Thumbnail müssen wir drauf rumreiten. Also der Titel auf dem Thumbnail wird sein, warum wir nicht Next.js einsetzen. Genau. Ja. Genau. Genau. Ja, Das finde Ja. ich ganz gut. das finde ich gut. Ja, Stefan, du nötigst mich dazu abzumoderieren, glaube ich, wa? Ja. Ach so. Kannst du das irgendwie höflicher formulieren? Ach nee, Nein. kannst du nicht. Nicht um die Zeit. Ja. Nee, das hat mega Bock gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, Nils. Also, vielen Dank, dass du dir Ja, Zeit gerne. Ich genommen fand es auch sehr schön. hast. Und Ja, Spaß genau. gemacht. Also das kann ich mich nur anschließen. Es ist sehr schön, mit dir zu sprechen. Ja, das freut mich. Mit euch auch. Alles klar. Dann, Gut. es fehlt noch Ja. unser, in diesem Sinne, Papalapap, ne? Ah, richtig. Das haben wir gar nicht in diesem Sinne. Papalap. Und jetzt sind wir live, oder? Also, wir sind live. Live im Sinne von Live im Sinne auf von, Aufnahme geklickt. wir produzieren Dinge, die der Stefan in der Postproduktion wieder gerade rücken muss. So ist die Arbeitsteilung bei uns. Ja. Sehr gut.